Manche Menschen wirken kurz vor dem Tod plötzlich noch einmal klar. Sie essen wieder. Sie sprechen wieder. Sie wollen jemanden sehen. Für die Familie sieht es aus wie Besserung, wie Rückkehr. Aber manchmal ist es nicht das. Manchmal ist es der Anfang vom Abschied. Niemand weiß sicher, was nach dem Tod kommt. Aber es gibt Momente rund um den Tod, die Menschen seit Jahrhunderten nicht loslassen. Letzte Träume, plötzliche Klarheit, ein inneres Wissen, dass jemand geht. Menschen, die kurz vor dem Ende von längst Verstorbenen sprechen. Körper, die noch da sind, während etwas anderes schon fehlt. Dieses Video gibt dir keine sichere Antwort über das Danach. Aber es zeigt dir 5 Muster, die immer wieder auftauchen. In Berichten, in Gesprächen, in Geschichten, die du vielleicht selbst kennst. Und das 5. Muster ist das Wichtigste. Nicht, weil es den Tod erklärt, sondern weil es direkt über dein Leben spricht. Achte auf diese 5 Muster. Das erste betrifft den Körper. Das zweite betrifft Träume. Das dritte betrifft die plötzliche Klarheit kurz vor dem Ende. Das vierte betrifft das, was alte Kulturen über die Seele wussten. Und das 5. betrifft nicht die Sterbenden, es betrifft dich. Denn vielleicht ist das größte Geheimnis nicht, was nach dem Tod kommt, sondern was in dir schon gestorben ist, obwohl du noch lebst. Das letzte Aufleuchten. In vielen Berichten über Sterbende gibt es einen Moment, der Angehörige erschüttert. Ein Mensch war schwach, verwirrt, kaum noch erreichbar. Und dann, plötzlich, ist er wieder da. Er spricht klarer, er erkennt Gesichter, er möchte jemanden sehen. Er erzählt aus der Vergangenheit, als hätte er sie nie vergessen. Für die Familie fühlt es sich an wie Hoffnung, als würde das Leben zurückkommen. Doch kurze Zeit später stirbt dieser Mensch. Dieses Phänomen hat sogar einen Namen in der Palliativmedizin. Es heißt terminale Luzidität. Es ist keine Seltenheit. Es wird weltweit beschrieben. Warum passiert das? Ist es nur Biologie, letzte Energie, ein inneres Abschiednehmen? Oder ist es etwas, wofür unsere Sprache zu klein ist? Wenn der Körper leiser wird. Der Tod kommt oft nicht wie ein Blitz. Manchmal beginnt er leise, der Appetit verändert sich, die Kraft lässt nach, der Körper braucht weniger. Manche Menschen ziehen sich zurück, nicht weil sie lieblos werden, sondern weil die äußere Welt leiser wird, während die innere Welt lauter wird. Wer mit sterbenden Menschen gearbeitet hat, kennt dieses Muster. Es ist kein Versagen des Körpers. Es wirkt fast wie eine bewusste Vorbereitung. Aber der Körper ist nur eine Seite. Viel unheimlicher sind die Geschichten, in denen Menschen etwas spüren, bevor es passiert. Das Wissen vor dem Anruf. Es gibt Menschen, die erzählen, sie hätten plötzlich gewusst, dass jemand gestorben ist. Ohne Beweis, ohne Nachricht, ohne sichtbares Zeichen. Nur ein inneres Wissen. Ein Mann läuft draußen, denkt nach und spürt plötzlich mit einer Klarheit, die er sich nicht erklären kann, dass sein Vater tot ist. Kurz danach klingelt das Telefon. Man kann das Zufall nennen, man kann es Intuition nennen. Man kann sagen, das Gehirn setzt unbewusste Signale zusammen. Oder man kann offen lassen, dass wir nicht alles messen können, was Menschen wahrnehmen. Was diese Geschichten verbindet, sie berühren eine Grenze. Die Grenze zwischen Wissen und Gefühl, zwischen Abschied und Ahnung, zwischen dem, was sichtbar ist und dem, was sich nicht leicht erklären lässt. Und genau dort beginnt das alte Wissen. Denn alte Kulturen sahen den Tod selten nur als Ende, was alte Kulturen wussten. In keltischen und druidischen Vorstellungen wurde der Mensch nicht nur als Körper gesehen. Es gab die Idee mehrerer Welten, von Seelenwanderung, von einem Übergang, der nicht endet, sondern sich verwandelt. In alten überlieferten Texten taucht ein Bild immer wieder auf. Dunkelheit und Falschheit nehmen ab. Licht, Leben und Wahrheit nehmen zu. Man muss das nicht wörtlich glauben. Aber was diese Bilder zeigen, ist wichtig. Menschen haben seit Jahrhunderten versucht, den Tod zu verstehen. Nicht als Ende des Körpers allein, sondern als Übergang. Als Moment, in dem sichtbar wird, was ein Mensch in sich getragen hat. Und jetzt wird es unangenehm. Denn wenn der Tod eine Schwelle ist, dann gibt es solche Schwellen nicht erst am Ende. Es gibt sie mitten im Leben. Der Tod im eigenen Inneren. Es gibt Momente, in denen etwas in dir stirbt, obwohl du weiterlebst. Eine Hoffnung, eine Rolle, eine Lüge,
ein alter Glaube, eine Version von dir, die nur funktioniert hat, um anderen zu gefallen. Manche Menschen haben mehr Angst vor diesem inneren Tod als vor dem körperlichen Ende. Denn dort gibt es keine Ausrede mehr. Du begegnest dir selbst, deiner Wut, deiner Schuld, deiner Angst, deiner Wahrheit, dem Teil in dir, den du lange weggeschoben hast. In alten inneren Bildern steigt der Mensch oft zuerst in die Tiefe hinab, bevor er klarer wird. Nicht nach oben, nicht ins Licht, sondern in das, was er nicht sehen wollte. Die eigene Kälte, die eigene Feigheit, die eigene Sehnsucht. Und vielleicht beginnt Wandlung nicht dort, wo man stärker wirkt, sondern dort, wo man nicht mehr vor sich selbst flieht. Deshalb ist das 5. Muster das Wichtigste. Es geht nicht um Sterbende, es geht um dich. Was du nicht mitnehmen kannst. Es gibt einen Satz, der in diesem Zusammenhang hart bleibt. Das Leichenhemd hat keine Taschen. Menschen sammeln Dinge, als könnten Dinge sie retten. Geld, Besitz, Anerkennung, Recht, Kontrolle. Aber am Ende nimmt niemand etwas davon mit. Doch es geht nicht nur um Besitz. Manche Menschen nehmen nicht einmal ihre eigene Wahrheit mit ins Leben. Sie sagen nie, was sie fühlen. Sie klären nie, was offen ist. Sie halten Liebe zurück. Sie bleiben hart, obwohl sie weich sein müssten. Sie schützen ihren Stolz und verlieren dabei ihre Nähe. Und irgendwann ist nicht der Tod das Tragische, sondern dass jemand schon lange vorher nicht mehr wirklich gelebt hat. Das unsichtbare Feld zwischen Menschen. Es gibt etwas, das schwer zu benennen ist, aber jeder kennt es. Es gibt Menschen, nach denen man Lehrer ist. Gespräche, die etwas in einem beschädigen. Räume, die sich schwer anfühlen, ohne dass man erklären könnte, warum. Und es gibt das Gegenteil. Menschen, bei denen man ruhiger wird, obwohl sie kaum etwas sagen. Orte, an denen man wieder atmen kann. Vielleicht hinterlassen wir mehr, als wir denken. Nicht nur Worte, nicht nur Taten, auch eine Atmosphäre, eine Erinnerung im Körper anderer Menschen. Der gefährlichste Missbrauch, den es gibt, ist nicht der von Macht oder Geld. Es ist der Missbrauch von Liebe, Loyalität und Güte, weil er unsichtbar ist, weil man ihn erst bemerkt, wenn man schon lange leer ist. Und genau deshalb haben Geschichten über den Tod so viele Kommentare. Nicht, weil Menschen neugierig auf den Tod sind, sondern weil sie dort ihre eigenen offenen Geschichten wiederfinden. Warum diese Geschichten so tief treffen? Wenn jemand erzählt, dass er den Tod eines Angehörigen gespürt hat, schreiben andere ihre eigenen Erlebnisse. Wenn jemand von Licht spricht, erinnern sich andere an den Moment am Bett der Mutter. Wenn jemand sagt, er war weg, obwohl der Körper noch da war, wissen andere sofort, was gemeint ist. Diese Reaktionen zeigen, Menschen suchen nicht nur Antworten, sie suchen Bestätigung, dass ihre Erfahrung nicht verrückt war, dass sie nicht allein sind mit dem, was sie gespürt haben, dass es vielleicht Dinge gibt, die nicht sofort erklärbar sind und trotzdem echt erlebt wurden. Keine endgültige Antwort, aber eine ehrliche Frage. Wir müssen nicht behaupten, was nach dem Tod passiert. Das wäre zu einfach und wahrscheinlich unehrlich. Aber wir können eine bessere Frage stellen. Was macht der Gedanke an den Tod mit deinem Leben? Macht er dich lebendiger, ehrlicher, weicher, mutiger oder nur ängstlicher? Wenn der Tod dich nur erschreckt, verfehlst du vielleicht seine tiefste Wirkung. Er soll dich nicht lähmen. Er soll dir zeigen, was nicht mehr warten sollte. Die 3 Spiegel. Jetzt kommen 3 Fragen. Keine davon ist einfach. Alle 3 sind ehrlich. Der erste Spiegel. Was halte ich fest, obwohl ich es niemals mitnehmen kann? Vielleicht ist es Besitz, vielleicht Stolz, vielleicht ein alter Streit, vielleicht eine Schuld, vielleicht ein Mensch, vielleicht eine Rolle. Diese Frage fragt nicht, was du hast. Sie fragt, was dich hat. Der zweite Spiegel. Wem müsste ich etwas sagen, wenn es kein garantiertes Morgen gibt? Nicht jeder verdient wieder Zugang zu dir. Nicht jede Tür muss geöffnet werden. Aber manche Sätze bleiben in einem Menschen hängen, weil sie schon lange ausgesprochen werden wollen. Es tut mir leid. Danke. Ich liebe dich. Ich kann nicht mehr. Ich brauche Frieden. Manchmal heilt ein Satz nicht alles, aber er beendet das innere Warten. Der dritte Spiegel. Was ist in mir schon gestorben, obwohl ich noch so tue, als wäre alles lebendig? Das ist die härteste Frage. Vielleicht ist es deine Freude, deine Wahrheit, deine Liebe, dein Mut,
Vielleicht funktionierst du noch, aber du bist innerlich nicht mehr wirklich anwesend. Und vielleicht ist genau das der stille Tod, den viele Menschen viel zu spät bemerken. Vielleicht ist das letzte Aufleuchten vor dem Tod deshalb so erschütternd, weil es uns zeigt, was wir im Leben oft vergessen. Am Ende will der Mensch nicht noch mehr Dinge. Er will oft noch einmal jemanden sehen, etwas sagen, etwas fühlen, Frieden finden. Und vielleicht ist das die eigentliche Botschaft. Nicht, was nach dem Tod kommt, sondern was du vor dem Tod nicht weiter verschieben solltest. Die Lösung. Die Lösung ist nicht, den Tod zu erklären. Die Lösung ist, von Tod her auf das Leben zu schauen. Nicht ständig, nicht krankhaft, sondern ehrlich. Was wäre heute unwichtig, wenn du wüsstest, dass deine Zeit begrenzt ist? Welcher Streit würde kleiner werden? Welcher Mensch würde wichtiger werden? Welche Rolle würdest du ablegen? Welche Wahrheit würdest du endlich aussprechen? Welcher der 3 Spiegel trifft dich am meisten? Schreib es in die Kommentare. Nicht für mich. Für dich. Manchmal ist das Aussprechen der erste Schritt.